Hier ist Kerstin von Watten Yoga. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute begrüße ich ganz besonders meine Seewiefkes, meine Mädels über 40, denn irgendwann kommt es auf uns zu, die Wechseljahre. Und ein schöner Begleiter dieser Wechseljahre sind Hitzewallungen. Und auch dabei kann dich Yoga unterstützen. Die Haltungen, die Übungen, die wir heute machen, die bringen deinen Kreislauf runter, die erden dich so ein bisschen und unterstützen dich dabei, dass du schnell über die Phase hinwegkommst. Also, lass uns loslegen. Hopp auf den Mann und los geht's. Für dein Yoga gegen Hitzewallungen beginnen wir heute im Viparita Karani in der halben Kerze. Also komm in Rückenlage erstmal auf deine Matte, stell deine Füße auf und bring dein kleines Kissen oder eine gefaltete Decke unter dein Gesäß. Und dann bringst du deine Arme rechts und links vom Körper und streckst deine Beine nach oben aus. Du kannst deine Zehenspitzen erstmal so ein bisschen strecken und dann wieder zu dir ziehen, um deine Muskeln etwas zu dehnen und aufzuwärmen. Dein Blick ist nach oben gerichtet. Du atmest ruhig ein und aus. Gern kannst du auch deine Fußgelenke lockern und in die eine Richtung und die andere Richtung kreisen lassen. Und dann zieh deine Fußspitzen flex, das heißt zum Gesicht hin Richtung Boden, sodass deine Fußflächen nach oben zeigen zur Decke oder zum Himmel. Spanne deine Bauchmuskeln an, ziehe deinen Bauchnabel Richtung Boden. Hier bleiben wir etwas und atmen ruhig ein und aus. Die Wechseljahre sind für jede Frau eine Herausforderung und mit den Übungen, die uns Yoga heute hier in die Hand gibt, kannst du körperliche Disharmonien ausgleichen und man kann den Körper zur Ruhe bringen. Beim nächsten Einatmen öffnen sich deine Beine nach links und rechts und ausatmen führst du sie wieder in der Mitte zusammen. Es muss keine große Bewegung sein, kann auch eine kleine Bewegung sein. Wenn möglich, lass deine Fußspitzen weiter zum Boden hinziehen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Bewege die Beine mit deinem Atemrhythmus. Mit dieser Art von Übungen findest du dein Gleichgewicht wieder. Die Symptome schwächen ab und so erhältst du auch ein Stück weit deine Lebensqualität. Noch ein paar Mal so. Und beim nächsten Ausatmen schließe die Beine und bring deine Knie zur Brust. Entferne vorher dein Kissen, so dass dein Rücken schön gerade auf dem Boden aufliegt. Du kannst gern, um deinen unteren Rücken ein bisschen zum Massieren hin und her schaukeln. Ganz ruhige und gleichmäßige Bewegungen. Und dann kommen wir von hier aus in das Happy Baby.
Ananda Balasana. Du fasst deine Füße entweder an den Außenseiten, deine Fußflächen, oder von innen, wie es für dich am besten ist. Presst deine Fußflächen in die Handflächen hinein, so dass dein Rücken, dein gesamter Rücken schön auf dem Boden aufliegt. Deine Hüften sind geöffnet. Und genieße hier diese Stellung in ein paar ruhigen Atemzügen. Auch dies ist eine bewährte Yoga-Übung, die deine Beschwerden lindert und dir einfach auch neue Energie schenkt. Bei den letzten Atemzügen kannst du gerne etwas deine Wirbelsäule mobilisieren, indem dein Happy Baby anfängt hin und her zu rollen. Dann kannst du auch deine Beine dazu strecken. Erst das rechte, dann das linke. Lass das Baby etwas zappeln. Und wenn du genug hier hast, dann komm über den Schneidersitz in den Vierfüßlerstand. Wenn du hier bist, denke daran, dass deine Hände schön aufgefächert unter den Schultern stehen. Deine Knie befinden sich direkt unter den Hüftgelenken. Und deine Füße sind die Verlängerung deiner Beine. Atme ein, dein Bauchnabel zieht nach innen, dein Rücken ist schön gerade. Und beim nächsten Ausatmen stellst du deine Füße auf und kommst langsam in Adho Mukha Svanasana, dem herabschauenden Hund. Dreht etwas auf der Stelle. Deine Hände sind auch hier schön aufgefächert. Dein Rücken machst du schön lang. Deine Ohren sind zwischen deinen Oberarmen. Und dann komme in einen ruhigen Hund, ziehe die Fersen Richtung Boden. Deine Fersen müssen nicht deine Matte berühren. Sie sollen nur in die Richtung der Matte ziehen. Noch 3 tiefe Atemzüge hier. Noch ein letzter Atemzug. Und dann senke deine Knie zum Boden und falte dich in dein kleines Päckchen Balasana, Stellung des Kindes, zusammen. Dein Kopf kannst du auf dem Boden ablegen. Zur Erleichterung kannst du dir ein Kissen unter deinen Kopf schieben. Deine Hände sind entspannt nach hinten abgelegt, deine Schultern entspannen sich, dein Rücken wird leicht gedehnt. Und dann bring die Hände wieder nach vorn. Komm einatmen in den Vierfüßler. Beim Ausatmen stellst du deine Zehenspitzen wieder auf und schiebst dich in den herabschauenden Hund.
Dreht noch ein bisschen hier auf der Stelle. Und dann kommst du in ganz kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Du kannst gerne hier deine Beine gebeugt lassen und deinen Oberkörper auf den Beinen ablegen, so dass deine Hände entspannt den Boden berühren können. Dein Kopf, dein Hals, dein Nacken sind ganz entspannt, deine Schultern sind entspannt. Auch hier genießt du die Dehnung in deinem Rücken. Umkehrhaltungen wie diese eignen sich besonders für hormonelle Probleme. Dein Nervensystem wird beruhigt, deine Stimmung wird dadurch aufgehellt und es unterstützt dich einfach bei der Entspannung und Regeneration. Wenn du schon etwas geübter bist, kannst du die Beine etwas weiter strecken und die Handrücken auf der Matte ablegen, um das Ganze zu verstärken. Und beim nächsten Einatmen rollst du dich ganz langsam nach oben in die Berghaltung auf. Bringe deine Arme gestreckt über die Seiten nach oben, mach dich lang. Und beim Ausatmen bringst du die Hände vors Herz. Schau einmal, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Dann atme ein, bring deine Arme wieder über den Kopf und beim nächsten Ausatmen kommst du hinunter in die ganze Vorbeuge. Einatmen lässt du die Hände vom Boden zu deinen Schienbeinen gleiten, in die halbe Vorbeuge, mach den Rücken schön gerade. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Von hier trittst du zurück in den herabschauenden Hund. Nimmst noch einmal einen ganz tiefen Atemzug und lässt noch mal alles raus beim Ausatmen. Das war so schön, das machen wir noch mal. Tief einatmen und alles rauslassen beim Ausatmen. Wunderbar. Und dann senk deine Knie zum Boden ab und komme über die Seite in eine sitzende Position. Die Beine sind nach vorn gestreckt. Du sitzt schön gerade. Zur Unterstützung kannst du dir gern wieder ein Kissen unter den Po bringen. Atme ein und bringe deine Hände und Arme gestreckt über den Kopf. Und beim nächsten Ausatmen stellst du dir vor, du beugst dich über einen riesengroßen Gymnastikball nach vorn in Richtung deiner Füße. Deine Hände kannst du auf dem Boden abstellen oder auf den Schienbeinen, je nachdem, wie weit du nach vorn kommst. Gern auch auf deinen Oberschenkel. Dein Rücken bleibt schön gerade. Atme nochmal ein und beim nächsten Ausatmen entspannst du deine Rückenmuskulatur und bringst deinen Kopf in Richtung Knie. Wenn es möglich ist, kannst du nach deinen Füßen fassen.
3 ruhige Atemzüge hier. Beim nächsten Einatmen rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel wieder in eine sitzende Position. Machst dich nochmal lang. Und dann kommen wir in eine Variation des Fisches. Bringe deine Unterarme zum Boden. Deine Beine sind zusammen. Deine Fußspitzen nach vorn gestreckt. Also schöne, starke Beine. Dehne deinen Oberkörper schön auf und dann lässt du deinen Kopf ganz locker und langsam nach hinten Richtung Boden sinken. Deine Unterarme pressen in den Boden. Deine Schultern sind stark. Mit dem Fisch öffnest du deine Brustmuskulatur. Du verbesserst deine Selbstwahrnehmung dadurch und er schenkt dir einfach ein positives Körpergefühl und wirkt regenerierend. Also genieße diese Stellung, schließe deine Augen. Und dann legst du dich auf den Rücken ab. Und wir enden in unserer Yoga-Sequenz heute, wie wir angefangen haben, in der halben Kerze. Zur Hilfestellung kannst du wieder dein Kissen unter deine Hüfte, dein Po bringen, deine Hände rechts und links entspannt neben dem Körper legen und deine Beine streckst du langsam nach oben aus. Kreise nochmal genüsslich deine Fußgelenke erst zur einen und dann zur anderen Seite. Strecke nochmal deine Fußspitzen nach oben und dann ziehst du deine Füße flex mal im Wechsel. Und dann zieh deine Füße wieder flex, mach deine Beine schön stark, sodass deine Fußflächen zum Himmel zeigen. Komm in eine ruhige Position, dein Bauchnabel zieht wieder zur Wirbelsäule. Unterstützt deinen Rücken. Und dann bringst du deine Knie ein kleines bisschen in Richtung Brustbein. Einfach um die Beinposition ein bisschen abzuändern. Und atmest hier 3 weitere Atemzüge. Und dann setze deine Fußsohlen auf der Matte ab. Deine Füße stehen mattenbreit. Deine Knie bringst du zusammen. Deine Arme bleiben, wo sie sind. Und dann
Bring mir ganz locker die Knie zur rechten Seite, wieder zur Mitte, dann zur linken Seite, wie Scheibenwischer. Ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus nach rechts und nach links, um unseren unteren Rücken noch etwas zu massieren. Und wenn du soweit bist, komme in dein Shavasana. Strecke die Beine mattenbreit aus. Die Schulterblätter ziehen etwas zueinander. Die Arme etwas näher an den Körper bringen. Die Handflächen zeigen nach oben. Atme nochmal tief ein und durch den Mund aus. Schließe die Augen, komme in deinen natürlichen Atemrhythmus zurück. Und verweile hier, solange du möchtest. Ich verabschiede mich schon einmal von dir. Ich hoffe, du hast noch einen wunderbaren Tag vor dir. Genieße jeden Augenblick. Ich freue mich schon auf nächsten Samstag. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Namaste.